Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Video. Jawohl, zeige ich euch gleich. Oh ja, wir müssen hier ein bisschen in Deckung bleiben, weil ihr erinnert euch vielleicht noch letztens, da oben war eine Taubenfamily. Und ich habe ein paar Tage danach den ganzen Balkon pipifein geputzt. Und dann war halt die Frage, wollen wir so ein großes Netz hier aufspannen? Ihr wisst schon, so ein Anti-Vögelnetz quasi, so ganzen Balkon isolieren. Oder gibt es noch Alternativen? Und dann bin ich auf eine geile Taubenabwehrmaschine gekommen. Vögel allgemein, alles Abwehrmaschine. Link gerne in der Videobeschreibung, wer auch so ein Problem hat. Funktioniert mega phänomenal. Ich glaube, der Kreis ist 180 Grad, also der Erkennungssensorbereich. Und du kannst genau entweder einen Nachtmodus nur mit so Blitzlicht aktivieren. Ja, wenn es hilft. Oder du hast 3 verschiedene Töne. Genau, das eine ist ein Adler, das andere ist ein Gunshot und das dritte habe ich vergessen. Aber ja, so ungefähr läuft das. Und dann hat man auch kein Problem mit Tauben. Hat echt perfekt funktioniert. Die sind dann auch gefühlte 30, 40 Mal raufgeflogen. Das Ding hat sich immer wieder verscheucht. Sie sind noch kurz hier so auf dem Rand gesessen. 1-, 2 Mal eher so zum Gegenschauen, haben wir auch keinen Dreck mehr gemacht. Und ja, dann waren sie weg. Voll geil, also wir haben sie Max und Moritz getauft. Sind jetzt auf in der Freiheit. Aber ja, ich schaue noch mal. Also ich habe hier heute vor, 3 Videos zu filmen. Schauen wir mal, ob das klappt. Endlich ist es wieder mal warm. Ich wollte nicht von drinnen filmen und ja, mit dem Moped rumzufahren habe ich aber auch keinen Bock, nur um das Moped im Hintergrund zu haben. Deshalb drehen wir hier heute 3 Videos und ich hole noch das Stativ, damit ich mir keinen Krampf im Arm hole. Ich glaube, das ist ziemlich nice. Oh yeah. Also wieso das Stativ holen, wenn ich am Weg die Fitnessmatte gesehen habe und die erfüllt den Zweck perfekt. Also Traum, das sollte eigentlich optimal funktionieren. Also, 3 Videos heute. Das erste Video wird sein Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar diesmal geht es allgemein um das Thema Physiotherapie. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber ich habe eine Verspannung unter meinem rechten Schulterblatt gehabt. Dieses ganze verdammte Jahr 2022. Heftig. Und zwar ist irgendwo am Anfang des Jahres aufgetaucht, echt so nach Weihnachten, Silvester, alles perfekt. Im Frühjahr beginnt, okay, ich habe mir irgendwie gedacht, entweder beim Workout oder Homeworkout oder was auch immer, irgendwo irgendwas verrissen. Und es war quasi echt so unter dem Schulterblatt. Also, das erste, zur Thai-Massage meines Vertrauens. 2 Monate, ein kleines Vermögen dort gelassen und ja, Muskeln total verhärtet, das bringt nichts, halt, das massakriert dich, du leidest komplett, du denkst ja, es ist die Hölle, aber Schmerz hilft oft zur Heilung, genau, also ich bin großer Fan davon, einfach so Triggerpunkte durchzuarbeiten und dann sollte es ja was werden. Genau, ist aber nichts geworden nach 2 Monaten, also ich mal zum Orthopäden gegangen. Passt, Orthopäde sagt, alles in Ordnung, einmal durchgecheckt, viele Muskeln führen zu Verspannungen, irgendwas wird schon gewesen sein, ich kriege manuelle Therapie, Physiotherapie verschrieben. Passt, also ich gesamt, und es war echt verrückt, gesamt ungefähr 12 Behandlungen und was glaube ich wirklich geholfen hat, ich habe so Muskelrelaxieren bekommen, geiles Zeug, hat mir echt sich vorm Schlafengehen reingehauen, du hast wirklich im Bett gespürt, wie alles nachlässt und du sinkst so ins Bett rein, war gut, genau. Also Tabletten top, Ibuprofen darf ich keins nehmen, so ein kleiner Hinweis am Rande, persönliche Gründe und gesundheitliche Gründe. Und dann habe ich 12 Behandlungen, keine Ahnung, 2 Monate später, nichts. Genau, 2 Monate später nichts passiert, nichts geholfen. Ich denke mir, was denn für ein Arsch, es ist schon knapp Mitte des Jahres. Okay, der Orthopäde sagt, okay, Sie haben da im Haus was, eine Induktionswellentherapie. Bedeutet einfach, es werden so Wellen, relativ Schmerzpunkt getriggert, in deinen Körper rein, gestrahlt. Falls man Wellen strahlt, ich habe keine Ahnung, aber ihr versteht das. Und die triggern dann direkt den Schmerzpunkt. Dann muss man 6 Behandlungen machen, eine Behandlung 50 Euro. Ich glaube, eine geht aufs Haus und dann zahlst du irgendwie für 6 Behandlungen 250 Euro. Halbes Jahr schon vorbei. Ich denke mir, was soll's? Ich meine, besser als nichts. Freundin hat schon gesagt, du hast schon alles versucht, kann auf keinen Fall schaden. Okay, man will ja immer bei der Gesundheit sparen, weil, ja, scheiße, wenn es was kostet. Ich habe mir gedacht, scheiße, auf keinen Fall bei der Gesundheit sparen, passt, machen wir. Also habe ich so eine Induktionswellentherapie gemacht. 6 Behandlungen später. Schmerzpunkt ist noch immer da. Verdammt nochmal. Ich glaube, es hat wirklich etwas aufgelöst. Die Frage ist nur, wie viel und ist es wirklich zielführend und ist es so gut wie eine Massage, weil es kostet doch schon im Bereich von einer Massage und es
Es triggert halt gefühlte 10 Minuten irgendwie wie eine Nähmaschine, kann man sich das so vorstellen, also wie vielleicht auch Akupunktur, habe ich noch nie gehabt, aber es hast du spürst halt so kleine feine Nadeln, die halt direkt da drauf triggern. Genau, vielleicht war auch ein kleines Kommunikationsproblem dabei. Und die Schwester hat gemeint, es soll auf keinen Fall wehtun und wenn du halt einen zu starken Schmerz spürst, soll man Bescheid sagen, dann stellen sie die Maschine runter. Okay, dann habe ich ja dann am Anfang hast du immer so eine Einjustierung. Ist der Schmerz stark, ist der Schmerz nicht stark? Genau, also sobald es quasi ein unangenehmer Schmerz geworden ist, habe ich gesagt, passt, jetzt wird es unangenehm. Dann hat man das so gemacht, genau. Vielleicht war es zu sanft, I don't know. Aber ja, auf gut Deutsch nichts gebracht. Am Ende Nachbesprechung mit dem Arzt. Und er habe ich gefragt, ja, soll es wehtun oder nicht wehtun? Ich war mir dann nie sicher mit der betreuenden Schwester im Gespräch. Ja, soll schon wehtun, aber eben, ja genau, nicht zu viel. Also das ist so eine Interpretationssache. I still don't know. Hat auf jeden Fall etwas gebracht. Man weiß nicht, ob die Muskelrelaxien ihren Teil gemacht haben oder diese Therapie oder beides zusammen. Man soll beides wohl zusammen machen. Empfohlen vom Orthopäden zumindest, ja. Passt. Wieder Zeit vergangen. Danach muss man 6 bis 8 Wochen warten. Und, hell, verdammt, oder? Ja, man muss 6 bis 8 Wochen warten, weil es dauert halt, bis sich das alles löst und bis die Therapie in Wirkungszeit passt. Ich 6 bis 8 Wochen gewartet. Wir waren auf Sizilien ungefähr in der Zeit, also schon ein halbes Jahr, 2/3 des Jahres war es vorbei. Passt, wir kommen wieder zurück. Schmerzpunkt ist noch immer da. Ich gehe zum Orthopäden, kriege wieder ein Rezept, manuelle Therapie. Passt. Also es ist einfach immer noch genau derselbe Schmerzpunkt unter dem rechten Schulterblatt. Jetzt bin ich erbärmlich, einfach erbärmlich. Das ist echt heftig. Genau, also bin ich jetzt ungefähr die 10. Behandlung schon wieder bei einer anderen Physiotherapie. Weil ich habe mir echt gedacht, so die im Frühjahr, die hat gefühlt nichts gebracht. Echt schade. Und du wirst eher so gestreichelt. Und das Ding ist halt, wenn du irgendwie schon Erfahrungen mit verschiedenen Therapeuten hast, habe ich auf jeden Fall, und Masseusen, dann, ich glaube, Masseuse ist mittlerweile nicht mehr up to date und vielleicht diskriminierend, aber ihr entschuldigt, wenn ihr das richtige Wort kennt, gern in die Beschreibung. Physiotherapeut vielleicht, Physiotherapeutin, genau. Aber wir verstehen uns ja hoffentlich. Genau, also die erste Gesellschaft habe ich quasi entschieden, nee, da bin ich eher gestreichelt worden, das war wirklich nichts Therapeutisches, da denke ich mir echt, das ist quasi Zeitverschwendung. Also du fährst eine halbe Stunde hin, du bist dann dort, danach kriegst du vielleicht noch Fango oder irgendwas drauf und wirst 20 Minuten gestreichelt und dann kommst du wieder weg, fährst wieder eine halbe Stunde, hast quasi 2 Stunden deines Tages investiert für null Effekt. Tut mir leid, aber ist echt so, meine subjektive Wahrnehmung ist echt merkwürdig. Ja, und jetzt bei der zweiten Therapieeinheit bei einem anderen Physiotherapeut ist schon wieder ein bisschen so, dass ich mir subjektiv denke einfach, man wird eher mehr ein bisschen gestreichelt in 20 Minuten, aber dass jetzt jemand echt dich so anpackt, dass du halt gesund wirst oder da einfach geheilt rauskommst oder einfach dich besser fühlst, wenn du rauskommst oder zumindest das Ziel erkennen kannst, dass du nach 6 Behandlungen, ich rechne immer in Stunden, 12 Stunden Zeit, okay, alles in allem, dass du in 6 Behandlungen vielleicht genesen da rauskommst. Das muss es ja wohl sein. Deshalb, das ist so die Leidensgeschichte. Es ist jetzt Oktober. Es sind verdammte 10 Monate, die ich mit so einem Scheiß... Persönlich habe ich alles gemacht. Ich habe mich jetzt umgeschaut wegen Pilates, Yoga. Okay? Ich dehne gefühlt täglich 2 Stunden. Ich schaue echt Schulterkreisen, all diese Bewegungen, mache selber so Yoga-Übungen. Also ich habe echt schon vor langer Zeit gelernt, versuche selber was zu machen. Alle sagen dir auch, mach selber was. Ich bin sogar einer, der wirklich was selber macht, aber das Ding ist, wenn du halt irgend so ein Problem hast, dann kannst du es nicht selber lösen. Und das sagen dir alle seriösen Therapeuten. Du kannst es einfach selber nicht lösen. Ich habe eine Black Ball, ich habe eine Black Roll, Alter. Ich habe mich massiert, bewegt. Ihr wisst schon, echt wirklich, ich nehme mir die Zeit, mach das in der Früh, ich nehme mir die Zeit, mach das am Abend, statt einfach nur Fernsehen und Bier trinken. Nein, verdammt, ich investiere echt Zeit in meinen Körper und auch in die Selbstheilung, aber es bringt halt nichts an einer gewissen Stelle. Also, meine Frage und deshalb einfach mal das Teilen meiner Leidensgeschichte mit dem Gesundheitswesen. Erzählt doch mal bitte in den Kommentaren, wie es euch so geht, was eure so Erfahrungen sind. Genau, ich bin jetzt zu einem Punkt übergegangen, wo ich einen Kollegen aus Österreich, hier Grüße Jochen gehen raus, von der Bossewelle kennengelernt. Ich hoffe, dir geht es auch schon besser und das wird bald wieder alles perfekt. Genau, wir haben einfach über Massage und Physiotherapie gesprochen, um nicht zu viel abzuweichen.
Und er hat gesagt, such mal nach Sportmassage. Genau. Nach Sportmassage explizit habe ich noch nie gesucht. Also habe ich jetzt eine Sportmassage heute zum ersten Mal gehabt. Und war eine Stunde, war großartig. Und das Ding ist, du hast quasi einfach wirklich gespürt, dass beim Massieren alle Schmerzpunkte. So, ich muss kurz schauen. Wir haben Rindsrouladen in der Küche und ich muss gleich mal schauen, ob da alles noch passt mit Flüssigkeit und so. Die werden gerade schön geil geschmort. Also du spürst einfach wirklich, wenn jemand rangeht, also du bezahlst eine Stunde, der massiert dich aktiv eine Stunde. Und dann war die Unterhaltung von wegen, ja und, denkst, also so, war eine Masseurin, fragt mich und, habe ich ein paar von den Schmerzpunkten erwischt. Ich habe extra schon so ein Xchen hier am Rücken von meiner Freundin markiert lassen. Und ich sag halt, ja, ich glaube, du hast alle erwischt. Ja, und sie sagt, ja, manche Kunden haben Angst, dass ich alle erwische. Die freuen sich, wenn ich ein paar auslasse. Weil halt jeder Schmerzpunkt quasi mit Schmerzen verbunden ist, wenn du ihn rausmassierst auch und bearbeitest. Deshalb bin ich dankbar, wenn es passiert. Auf jeden Fall, ich fühle mich einfach nach einer Behandlung einfach richtig gut. Und das Thema wollte ich für euch schon länger aufnehmen. Jetzt habe ich echt auch einen aktuellen Fortschritt. Wenn es euch interessiert, halte ich euch echt gerne am Laufenden. Aber ja, das ist es jetzt. Aber das Ding ist, damit was passiert, muss man uns aus der privaten Kasse bezahlen, obwohl jeder von uns ein Vermögen monatlich für Krankenkasse bezahlt, die aber unterm Strich, wenn du echt ein Problem hast, einfach dann nichts bringt, weil das einfach keine wirkliche Heilung fördert, sondern eher so ein Weitertreiben des Problems und stell euch vor, statt jetzt, keine Ahnung, wie viele Einheiten Physiotherapie und wie viel Lebenszeit es mir gekostet hat, wäre ich im Frühjahr zweimal zu einer passenden Massage gegangen und ich wäre geheilt gewesen. Ja, keinen Schmerzpunkt unter der Schulter, nicht jedes Mal, wenn du aufstehst oder so und dich irgendwie auf dem Arm abstützt, stichst dich an der Stelle. Über den Tag spürst du, habe ich nichts mehr gespürt dann quasi, wenn der Körper und der Muskel warm war, hat das alles gepasst. Aber ja, sondern einfach genesen im Januar, vielleicht im Februar und einfach Zeit für andere Behandlungen und andere Maßnahmen. Kann mir doch keiner sagen, dass das irgendwie sinnvoll ist. Deshalb ich zweifle am System. Das ist eine solide Aussage. Und will einfach mal fragen, wie denn eure Erfahrungen so sind. Habt ihr so ähnliche Erfahrungen? Und denkt ihr, dass es alles gut, wie es läuft? Ich meine, man hört ja auch oft, Sachen laufen schlecht. Und ich versuche ja auch immer wieder ans System zu glauben und zu denken, das sind gute Sachen, die da passieren. Und die Leute haben alle ihren Plan. Also es ist echt so ein Abwälzen von Besuchen. Du kommst dann vorbei. Letztens bin ich beim Orthopäden gewesen. Das Einzige, ich habe nur kurz ein Rezept abgeholt, weil man hat mir gesagt, ich soll 3 Tage später kommen. Dann beginnt die neue Abrechnungsphase. Wieso? Damit ich 3 Tage später komme, man meine Karte kurz reinsteckt, damit ich wieder einen Behandlungstermin hatte. Und dann einfach das Rezept auf das neue Quartal bekomme. Ja, ich finde es wirklich traurig. Das war's. Mal ein Off-Topic-Thema. Nächstes Jahr Motorradfahren. Also für mich ist es interessant und ich will einfach von euch mal Erfahrungen hören. Und ja, deshalb, wenn es was bringt, bringe ich hier auf jeden Fall noch ein Video und bedanke mich sehr herzlich bei dieser Sportmasseurin. War wirklich ganz nett und sie hat auch wirklich gesagt, in den nächsten 2-3 Tagen wird mir alles weh tun. Ich werde es pulsieren, spüren und es war lustig. Ich bin 2 Stunden zu Hause, hat schon angefangen richtig weh zu tun. Ich finde das gut, weil da muss man einfach durch. Wenn du echt eine Muskelverspannung, Krampf irgendwo hast, der echt sitzt, dann muss ich es lockern. Also, lasst ein Like und ein Abo da. Wenn euch dieses spezielle Video gefallen hat, nicht vergessen, kommentiert was. Gebt einfach Bescheid, wie es so bei euch läuft. Macht ihr vielleicht regelmäßig Massagen einmal im Monat? Ich habe schon oft drüber nachgedacht, wenn man viel Sport macht. Ich glaube, das hängt schon damit zusammen irgendwann. Machst du einfach irgendeine scheiß falsche Bewegung, macht jeder von uns. Dann hast du irgendwas dir eingefangen. Bis bald. Servus. Und weiter geht's.